Das hier ist eine alte PC Games, die Ausgabe 1, 1995. Die ist über 30 Jahre alt. Und auf dem Cover sehen wir ganz deutlich, es geht um Creature Shock, der CD-ROM-Interaktiv-Spielfilm Blockbuster der damaligen Zeit. Und ich wollte wissen, was kann dieses Spiel noch? Macht das jetzt, 30 Jahre später, immer noch Spaß? Oder ist es vielleicht doch einfach nur eine nostalgische Erinnerung? Wir schauen es uns zusammen an. Und wir steigen sofort ein, und zwar geht es mit dem Intro los. Das Intro damals absolut beeindruckend. Ja, läuft Virgin Interactive Entertainment. Mein Gott, ist das lange her. Wir schreiben das Jahr 2323. Die gewaltige Überbevölkerung der Erde zwingt die menschliche Rasse, eine Kolonisierung anderer Planeten ins Auge zu fassen. Ja. So baut und entsendet die Menschheit die Erforschungsschiffe der Inka-Klasse, ne? Jedes mit seiner eigenen Mission, um ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden. Die Myrmidon zum Mars, die Aztec zur Venus und die Amazon zu den Monden. Ihrer Sprecher, oder? Robert Redford alias Captain Picard alias keine Ahnung was alles. Und jetzt, pass auf. Wir fanden dieses Modell, glaube ich, damals alle irgendwie cool, und ganz ehrlich, reden wir nicht drüber. Heutiger Standard ist natürlich völlig anders. Ey, das war 30 Jahre ist das her. Wenn man überlegt, wo wir herkamen, wir kamen ja von animierten Standbildgrafiken. Wir nähern uns dem kohlenstoffhaltigen Asteroiden, den wir gestern entdeckt haben. Erbitte Genehmigung für einen Vorbeiflug, um ihn genauer abzutasten. Kursänderung eingegeben. Abtastung beginnt. Jetzt. Okay, Alex. Was haben wir da? Ich kenn's noch. Spektraldaten zeigen eine ganze Reihe von Bestandteilen. Kohlenstoffdioxid, Wasser, Ammoniak, genau. Ich gebe die wichtigsten Daten auf. Pass auf, ich erkenne auch Sulfate, Aminosäuren und Proteine. Ich erkenne auch Sulfate, Aminosäuren und Proteine. Alex, das sind organische Baustoffe. Alex, das sind organische Baustoffe. Hast du auf Lebensformen abgetastet? Negativ, Captain. Der Asteroid Und selber achte jetzt. Bist du sicher? 100%ig. Soll ich Ausweichmanöver einleiten? Oh, dieser idiotische Computer. Hätte der einfach reagiert, wäre alles gar nicht passiert. Mein Gott, Alex, rede mit mir. Ja, genau. System überlastet. Detonation steht unmittelbar. Rede doch mit ihr. Bitte sofort die Antriebssysteme manuell abschalten. Warum eigentlich? Warum kann er das nicht machen? Hä? Verstehe ich nicht. Automatische Notsignalboje. Boje gestartet. Boje gestartet. Mhm. Beginne Startvorbereitung für Rettungskapsel. Sie haben 10 Sekunden, um... So was, Sie haben 10 Sekunden. Wie nett, oder? Zack. Sag mir das doch früher. 6, 5, Countdown abgebrochen. Außenhülle und Reaktorkern beschädigt. Hauptantrieb explodiert in... Und? Achtung. 1. Ja, aber ganz ehrlich, hey, Wahnsinn, oder? Ich habe dieses Intro so oft angeschaut. Einfach immer nur wieder das Intro angeschaut. Es war damals einfach Hammer. Und jetzt... Ja. Bam. Genau. Ja, das überspringen wir jetzt. So, da sind wir, und es geht gleich los mit der ersten Mission, und ganz ehrlich, die ist sowas von schlecht. Das war sie schon damals, und das wird sie auch noch bleiben. Ich mache euch wieder Kapitelsprungmarken in das Video, also wenn ihr diese erste Mission nicht mit anschauen wollt, dann überspringt sie gerne. Ich kann es total verstehen, weil wir haben einen interaktiven Film. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Erstmal genießen wir den zweiten Teil des Intros, und dann dürft ihr gerne weiterspringen, wenn ihr es nicht aushaltet.
Also ich meine 1995, da war noch nicht mal Pixar so richtig aktiv mit seinen Animationsfilmen. Also das war schon einfach unfassbar, was man da gesehen hat. Animierte Vollbildsequenzen, minutenlang mit Sprachausgabe, Sounds und animierten Charakteren. Ja, unfassbar war das damals. Nur beim Charakterdesign hätten sie sich, das Gesicht, geht, ist okay. Achtung. Wupp. Hallo, ich bin der Held. Und ich habe einen düsteren Vorgesetzten, der nicht sprechen kann. Ich nehme an, Lip-Sync war natürlich aufwendig, haben sie weggelassen. Aber gleich kommt wieder der geniale Sprecher. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Also mit dem Sprecher, das muss ich echt sagen. Richtig, alle Achtung. Pass auf. Ja. Erzähl's mir. Komm, jetzt. Wir haben ein Notsignal vom Forschungsschiff Amazon aufgefangen. Wir schicken Sie hinaus, um sich das Ganze anzusehen. Bei der letzten Übertragung befand sich das Schiff in der Nähe des Saturn. Sein nächstes Erkundungsziel wäre der Titan gewesen. Fear Morgan King Earth ist das. Ja, genau. Und wir hätten sie gerne in einem Stück zu. Ja, natürlich. Mach das doch nicht kaputt. Was denkt ihr auch? Meine Güte. Machen Sie sich fertig. Start von Landebucht 7 in 20 Minuten. So, und jetzt kommt gleich die erste Mission. Und diese erste Mission ist so schlecht. Ich kann nicht verstehen, bis heute nicht, warum man die da eingebaut hat. Weil erstens macht sie keinen Spaß und zweitens macht sie keinen Sinn. Ihr werdet es gleich sehen. Wir haben ja hier einen interaktiven Spielfilm vor uns und wir fliegen jetzt zum Saturn. Und los geht's. Wir sehen, wir haben hier eine Pilotensteuerung. Das heißt, nach vorne geht runter, nach hinten ziehen geht hoch. Und wir befinden uns in einer Shooter-Sequenz. Wir erinnern uns, wir fliegen zum Saturn. Da fragt man sich, wo kommt das alles her? Wir befinden uns in unserem Sonnensystem. Was ist da los? Wo kommen diese ganzen Aliens her? Und was tun die hier? Und warum? Unglaublich. Und die Steuerung ist vor allem so unexakt. Es macht überhaupt, man hat kein Trefferfeedback, man weiß gar nicht, wo man hinzielt. Es ist so schwammig, so furchtbar schlecht. Ich verstehe es bis heute nicht, warum sie diese Mission eingebaut haben. Vielleicht mussten sie noch irgendwie was füllen oder so, aber es macht einfach keinen Spaß. Ah. Verflixt, jetzt bin ich da reingeknallt. Mann! Oh, es ist so nervtötend, dieser Käse. Ja, the end. Und dann geht's gleich... Oh, und dann gleich alles nochmal. Alter! Also nochmal. Wie gesagt, ich mache euch eine Sprungmarke rein. Ihr dürft gerne überspringen, wenn es euch nervt. Mich nervt's jetzt schon. Aber ich muss ja hier durch. Ich habe ja gedacht, ich fasse dieses 30 Jahre alte Spiel nochmal an. Aber es zehrt. Und es ist so schwammig, diese Steuerung. Es reagiert auch gar nicht. Also es hat immer so ein Feedback-Nachzug, bis es überhaupt mal reagiert.
Wow. Dann gehen die Sachen aus dem Bildschirm raus und man sieht sie dann einfach nicht. So, jetzt aufpassen, da kommt wieder diese Muschel. Was soll das überhaupt sein? Wir sind, hallo! Was ist denn das für ein Blödsinn auf dem Weg zum Saturn? Also, die NASA würde sich freuen, wenn wir hier, keine Ahnung, wir haben außerirdisches Leben gefunden. Ja, ganz klar, das ganze Sonnensystem ist voll davon. Und wir ballern und ballern und ballern und ballern. Gott sei Dank haben wir Autofeuer. Mein Finger würde ja brechen. Und es wiederholt sich ja auch ständig. Es sind immer die gleichen Gegner und die gleichen Objekte. Und es ist so langweilig. Das war damals schon langweilig. In der PC Games haben sie die Sequenz zumindest angeteasert, dass man sagt, sie ist grafisch unterlegen. Ja, jetzt kommt eine Weltraumqualle. Dass diese Szene einfach so grafisch unterlegen ist, aber sie ist auch einfach furchtbar zu spielen. Also ganz ehrlich, da hätte ich, glaube ich, damals massiv Abzug gegeben. Und ich meine, auch andere Spielemagazine haben gesagt, das ist ja wirklich mal gar nichts, diese erste Mission in die Tonne kloppen. Oh. Vorsicht. Ich will das Ganze nicht nochmal machen müssen. Und immer die gleichen Schiffe und gleichen Gegner und es ist so nervig. Jetzt kommt wieder die Qualle. Oh, Freunde, echt, hey, was soll der Dreck? Irgendwann kommt der Saturn langsam näher. So, und ich glaube, da hinten kommt langsam der Endgegner in Sicht. Das wäre jetzt echt angenehm. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Mann! Wer hat sich diesen Käse nur ausgedacht und noch gedacht, das wäre eine gute Idee? Da ist er ja. Komm, jetzt. Immer in die Augen. Jawohl, oh Gott sei Dank. Seht ihr das? Die Analyse bestätigt organisches Material. Das Ding lebt, Commander. Unglaublich. Vorschläge zur Vorgehensweise, Bodenkontrolle? Gehen Sie näher ran und tasten Sie das Schiff nach Überlebenden ab. Okay, ich gehe näher ran. Ich gehe näher ran, ich gehe rein. Zack, und hier gleich der Han Solo in die Höhle Flieg-Move. Whee! Landeplatz. Viel Glück. Ja, das werden wir brauchen. So, gleich geht's los. Ab sofort beginnt das richtige Spiel. Wir können mit der linken Maustaste schießen, wir können mit der rechten Maustaste einen Schild einsetzen und beides geht auf die gleiche Energie. Das heißt, wenn ich das eine oder das andere benutze, geht meine Energie runter. Die lädt sich zwar langsam wieder auf, aber ich habe nur begrenzt davon. So. Was ist mit meiner Maus los? Hallo? Okay. So, und ich habe ein Problem, das ist tatsächlich bei der DOSBox-Version immer so bei mir, dass der Ton hängen bleibt. Wir drücken kurz auf Pause und sauberer Ton. Das werde ich also immer wieder machen müssen, weil der Ton einfach hängen bleibt. So, ab jetzt können wir uns nicht frei bewegen, sondern wir können nur an vorgefertigten Punkten
uns drehen und dann in die entsprechende Richtung laufen. Und dann beginnt eine Animation. So, und hier unten auf der Anzeige sehen wir 80%. Da kommt irgendwas, genau. Ja, so, die haben immer einen Weak Spot. Und ansonsten muss man einfach auf sie draufhalten. Es sind immer ablaufende Sequenzen bei den Gegnern. Und die Gegner kommen an vorgefertigten Szenen. So, jetzt kommt so ein... Genau, die kommen immer mal wieder. Die muss man dann treffen, ansonsten ziehen sie einem Energie ab und gehen dann wieder. So. Und man sieht schon, es ist immer wieder eine ablaufende Szene. Und es wiederholt sich auch immer. Also es sind wirklich... da ist so ein Kästchen. Da drehen wir uns doch mal. Also man sieht, ich kann tatsächlich nicht frei bewegen. Das ist Energie für die Waffe. Sehr schön. Genau. So, und dann geht's weiter. Jetzt haben wir nämlich 150% Waffenenergie. Das ist sehr gut. So, diese Anzeige mit der DNA ist im Grunde nutzlos, weil und es ist wirklich, es ist schwammig. So, jetzt ist die Musik wieder intakt. So, jetzt kommen wir wieder zu einer Kreuzung. Ich gucke kurz auf die Karte, weil ich habe nämlich eine Karte. Das Blöde an diesen Kreuzungen ist, es sind immer wieder die gleichen Sequenzen natürlich. Und dadurch hat man nicht wirklich einen echten Winkel, sondern es ist im Grunde ja so irgendwie so halbwegs. Also die haben natürlich die einzelnen Animationssequenzen immer wieder verwendet. Was kommt? Sehr schön. So, wir gehen wieder rechts. Also man sieht jetzt, eigentlich ist die linke Passage viel, viel weiter nach hinten geneigt. Aber dadurch, dass es immer wieder die gleichen Renderings sind, ist es so ein bisschen ja, schwierig mit der Orientierung. Also ohne Karte kommt man tatsächlich nicht weiter. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt steigt die DNA-Anzeige, das heißt, wir laufen auf einen Gegner zu. Die meisten Gegner haben ein festgelegtes Bewegungsschema, machen mehrere Bewegungen und wir müssen uns immer wieder verteidigen. Genau. Und dann muss ich rechtzeitig drücken und mich verteidigen. Man sieht es dann. Da ist der Weak Spot. Und man sieht, ich muss... Im Grunde ist es Auswendiglernen eines Schemas. Und ansonsten ist es an der richtigen Stelle drücken. So, verteidigen. Verteidigen. Und dann schießen und nicht zu viel Energie verbrauchen. Also man sieht, es ist schon... Das Gegnerdesign ist natürlich cool, das war für damals echt unfassbar. Aber es ist wirklich nur Ablaufen von immer wieder gleichen Sequenzen. Na? Sehr schön. Also ja, das ist es, ne? Creature Shock. Das Gegnerdesign war natürlich für damals wahnsinnig. Diese Sequenzen, die waren einfach unfassbar detailliert. Aber, ja, mehr tut man nicht, ne? Es sind wirklich ablaufende... dieses Vieh schon wieder. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh. Ach, schon wieder so ein Viech. So, wir gehen nach links.
Was kommt jetzt? Ah, schon wieder. Sag mal, das geht's doch gar nicht, oder? Ja, danke auch. Mann! Es zieht mir Gott sei Dank nur 1% ab, aber es nervt. So, wir wollen nach links. So, die DNA-Anzeige steigt. Wir werden also bald in einen Gegner hineinlaufen. Und dann heißt es, Anspannung steigt. Oh oh. So, der kommt nur auf mich zu. Shit. Das war's. Verdammt nochmal! Das gibt's doch gar nicht! Der kommt auf uns zu und zack, fertig. Oh, der Wahnsinn. The End. Oh, Leute, und dann beginnt's wieder von... Nee, oder? Jetzt muss ich hoffentlich nicht... Ja, danke. So, zack, nochmal alles. Es gibt keine Checkpoints. Entweder ihr beginnt die Mission von vorne und schafft alles in einem, oder ihr schafft's gar nicht. Also, wir gehen vielleicht einen anderen Weg. Ich weiß nicht, diese Spinne, die nervt irgendwie. Ja, gucken wir mal. Wir kommen schon klar, oder? Ich denke, ja. Also, einen Versuch machen wir noch. Aber ich merke schon, innerlich, es ist so nicht mehr ganz das Spiel. Wir gehen nochmal rechts. Weil ich möchte gern diese Energiekapsel haben unbedingt für die 150% Energie. Also, ist extrem wichtig. So, dann kommt wieder der Typ. Also ihr seht, es läuft immer ganz exakt genau gleich ab. So, der hat auf dem Bauch den Spot. Also Wiederspielwert ist natürlich dann gegeben, wenn man sagt, ich möchte es auf anderem Wege erledigen. Ah, schon wieder. Also man merkt, man wird auch besser wieder mit dem Aiming. Ich krieg's wieder langsam rein, die Maussteuerung. Aber dieser nervige Fakt mit diesem Spinnenviech, das nervt schon kolossal, dass man da überhaupt nichts machen kann. So, wir holen wieder unsere Energiekapsel. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, wir gehen bei der nächsten Kreuzung dann links und dann rechts. Ich habe mir die Karte nebendran gelegt, weil ich tatsächlich sonst hier nicht klarkomme. Also man sieht, die Gänge sehen alle gleich aus. Es sind immer die gleichen Videosequenzen. Also so eine richtige Karte zeichnen kann man eigentlich tatsächlich nur, wenn man sich die Richtungen merkt und das Auftauchen der Monster. So, jetzt haben wir gesagt, wir gehen nach links. Jawohl. Oh, schon wieder so ein Viech. Na! Ah, verdammt! Ja, geh weg. So, wir gehen nach links. Also ihr seht, ich muss immer da auf Pause drücken, sonst killt es mir den Sound. Also man kann sich auch umdrehen und dann zurücklaufen natürlich, aber es macht halt keinen Sinn. Und ihr seht dann, egal wie, also die Gänge sehen immer gleich aus und auch diese Kreuzungen sehen immer gleich aus. Es sind immer Dreierkreuzungen, die im gleichen Winkel auseinanderstehen, obwohl das eigentlich ja vom Prinzip her gar nicht sein kann. Aber nun gut, es war eben so. So, jetzt gehen wir rechts. Und dann werden wir auf einen Raum treffen, an dem es ein Monster gibt. Diesmal hoffentlich eines, das wir schaffen und es uns nicht gleich auffrisst. Oh, diese Musik, diese treibende Musik. Ich erinnere mich an viele dieser Kampfmusiken. Ja, genau. Okay. So, wo gehen wir raus? Links, rechts, geradeaus. Okay.
Natürlich kommt da was raus. Hallo! Und es hat seine Augen natürlich zu... Oh, das ist gemein. Das ist ja mies. Einmal getroffen, jawohl. Und ihr seht, es sind immer wieder die gleichen Sequenzen. Also der Kampf gegen die Monster ist sehr... Jawohl, so. Ja. Verdammt. Na komm schon, komm. Wie viel braucht's denn? Wie viel Treffer? Also man sieht schon, es ist immer genau die gleiche Bewegungsabfolge von 4 Bewegungen. Ah, jetzt war ich wieder zu hoch. Na komm schon. Jawohl, endlich, so. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, der Raum. Ja, pass auf, jetzt gibt's hier einen geradeaus, einen links. Dann gehen wir links, würde ich sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Das ist jetzt auf der Karte schwer zu erkennen, weil eben diese Abstände so bescheuert sind. Also man erkennt es einfach nicht gut. So, jetzt kommt wieder so ein Viech. Oh, ich freue mich. Ja, das war jetzt bescheuert, oder? Oh Mann. Warum da immer wieder ein Ton hängen bleibt, weiß ich nicht. Immer irgendeiner von den MIDI-Tönen bleibt hängen. So, wir gehen rechts. So, schon wieder. Jawohl, komm. Ah! Ich treffe die einfach nicht. Ah! Ach ja. So, wir gehen rechts. Jetzt kommen wir in Raumnummer. Da müsste jetzt eigentlich so ein Pool kommen, hoffe ich. Mit einem ganz ähnlichen, ja genau, mit einem ganz ähnlichen Monster, wie wir schon getroffen haben. Natürlich ist hier ein Monster. Wenn wir drum rumgehen, macht es blub und dann kommt es nach oben. Ja. So, gleich kommt, zack. So, sehr schön. Das war doch mal effektiv hier. So, wo müssen wir denn lang? Wir gehen jetzt da lang. Also es läuft sich schon ganz arg schnell tot. Ich muss sagen, die Faszination des Spiels sinkt rapide. Also da hat ja Rebel Assault mehr Spaß gemacht. Und das war schon immer mal wieder ein bisschen frustrierend. Aber das ist wirklich irgendwie die immer gleichen Gänge. Natürlich, das Monsterdesign ist toll. Das sieht ja alles noch ganz toll aus. Aber irgendwie...
Und auch die Animationen, klar, das sind immer die gleichen, also immer die gleichen Bewegungen. Es ist echt... So, jetzt müssten wir auch wieder in einen Raum kommen. Schon wieder. Blödes Viech, blödes. Ja, komm, weg. Na komm. Das ist schon alles gar nicht so spaßig, wie ich es in Erinnerung hatte. So, das weiß ich jetzt noch. Da ist rechts so eine Kapsel, aber da gehen wir nicht rein, weil da ist nämlich ein Viech drin, das uns angreift. Da ist nichts Gescheites und jetzt kommt wieder so eine blöde Mehrfach-Action-Sequenz. Die hasse ich ja wirklich. Diese Fliegeviecher nerven total. Jawohl, so. Also. Also ihr merkt es, ich werde immer stiller. Das merkt man, glaube ich, bei mir immer ganz direkt, wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht. Und das ist jetzt der Fall. Es macht mir aktuell nicht mehr wirklich viel Spaß. So, wir gehen nach links. Ja, das ist schon alles ziemlich heftig hier, ne? Also das muss ich sagen. Das hatte ich besser in Erinnerung. Wesentlich spaßiger. Oh, schon wieder, oder? Was kommt jetzt? Hast du wieder so ein Viech? Ja, Gott sei Dank. Ja, also wie gesagt, ihr merkt, ich rede immer weniger und wenn ich wenig rede, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich an etwas keinen Spaß mehr habe. Ja, ganz sinnvoll. Der Gegner unterhalb der sichtbaren, unter dem Messinstrument ist natürlich auch ganz clever, ne? So, hoffentlich sind wir jetzt bald beim nächsten Knotenpunkt, müssten wir jetzt dann sein. Genau. Ja, eine Höhle. Wir müssen nach links. Nee, wir müssen erstmal nach vorne in die Mitte. Und ich wette, wir werden jetzt angegriffen. Achtung! Natürlich. So, und der Weak-Spot ist der Schwanz. Oh Gott, das trifft sich ja wieder ganz toll. Einmal, immerhin getroffen. Ja, das Gegnerdesign ist schon ganz schick, ne? Also für damalige Verhältnisse. Aber es war zu früh. Oh, das ist echt...
Sag mal. Es ist aber auch echt weil es so die ganze Zeit wackelt, gar nicht so einfach. Oh nee, ich muss still bleiben, das hat so keinen Wert. Treffer. Treffer. Ja, und irgendwie, ne, also... Komisch, wenn er... Und es läuft halt im Kreis und läuft im Kreis und man denkt, ich bin ja hier völlig unfähig. Aua, das war blöd. So, wieder 2 Treffer. Sabi, wie viel denn? Wie viel braucht er denn? So, wieder Sequenz vorbei. Sequenz wiederholt sich. Und wieder nicht getroffen. Oh Mann. Ja, endlich. So, wir hatten einen kurzen Kameraaussetzer. Wir sind wieder da und jetzt geht's weiter an dieser Stelle. Genau. So, pass auf. Ich hoffe... Ich glaube, wir kamen von da. Ich denke, wir wollen nach hier. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Oh je. Obwohl, warte mal. Verdammt. Ah, egal, wir kriegen das schon hin. So, es sind wieder die gleichen Gänge. Was kommt jetzt? Da, wieder so ein Viech, oder? Ja, also das ist schon echt bescheuert mit diesen Viechern immer. Also wer das sich ausgedacht hat, das nervt total. Was, schon wieder, oder was? Oh, was ist das? Ah! Ach, verdammt nochmal! Die Überbevölkerung der Erde zwingt die menschliche Rasse, eine Kolonisierung anderer Planeten ins Auge zu fassen. Nee, Freunde. Ohne Scherz. Das nervt kolossal. Das war's für mich. Schon wieder so ein... Nee. Also ganz ehrlich, nee. Also ganz ehrlich, nee. Also ganz ehrlich, Freunde, das war ja mal wieder so ein Ausflug. Ihr merkt es immer, wenn ich aufhöre zu reden, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr auf das, was ich gerade mache. Und Creature Shock, ganz ehrlich, damals war das der Hammer. Es war unfassbar beeindruckend, das zu sehen. Wir müssen uns einfach immer vor Augen halten, wo kamen wir her? Wir kamen von teilanimierter oder gar nicht animierter Pixelgrafik auf Vollbild-Videosequenzen im Render-Style und das war einfach unfassbar genial. Es war toll, es war neu, es war spannend und wisst ihr was? Und es macht heute überhaupt keinen Spaß mehr. Das war ja mal was. Ihr seht, ich bin zweimal einfach hinüber. Das letzte Monster hat mich einfach, zack, ich habe nicht mal Zeit gehabt, diese Weak Spots zu erwischen. Ich dachte, ich hätte es getroffen und zack, ist das Spiel vorbei, Level neu beginnen. Nein, ganz ehrlich, nein, das ist es bei mir wirklich nicht mehr. Der PC Games Testbericht war natürlich damals voll des Lobes. Es war eben ein absolutes Novum, was man grafisch so noch nicht gesehen hatte. Es gab Rebel Assault, das war zum einen sehr beeindruckend. Diesmal war noch mehr Interaktivität drin. Wobei ich natürlich sagen muss, Interaktivität, ganz ehrlich, ja, es sind
im Kreis ablaufende Rendersequenzen mit wenig bis gar keiner Interaktionsmöglichkeit. Das ist es dann halt wirklich nicht mehr. Also man muss wirklich sagen, das Spiel war damals beeindruckend aus Gründen und heute ist es das einfach überhaupt nicht mehr. Und es macht auch 30 Jahre später kaum noch Spaß. Also man sieht ja auch, es gibt noch andere Gegnerdesigns. Ich hätte euch gern mehr gezeigt, aber ganz ehrlich, das ist es mir jetzt wirklich nicht wert. Oh mein Gott, das war wirklich schmerzhaft. Dieser erste Level wird hier auch kurz genannt. Andere Spielemagazine haben den wesentlich schlechter bewertet. Den fand ich unfassbar nervig, aber gut, sei es drum. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Aber dann später das Spiel, das hatte ich wirklich besser in Erinnerung. Ich wollte gern bis zum ersten Endgegner kommen, euch dann zeigen, wie es da weitergeht, aber ja, hat nicht sollen sein. Wenn ihr es wirklich nochmal erleben wollt, dann kann ich euch nur warnen, es ist ein bisschen anstrengend, es hat natürlich unheimliche Nostalgiegefühle, das Intro war ein tolles Erlebnis, das mal wieder zu sehen, aber das Spiel an sich ist es einfach nicht mehr wert. In diesem Sinne, Creature Shock, das war ein netter Ausflug, aber es ist auch gut, dass es jetzt wieder vorbei ist. Da wende ich mich dann doch lieber anderen Spielen zu. Beim nächsten Mal schauen wir wieder in ein altes Heft rein, wahrscheinlich in die 1.95, denn dann kommt das Heft mit vielen, vielen anderen Testberichten. Extatica ist unter anderem drin und natürlich auch der Testbericht von Creature Shock wird noch einmal Thema sein. Nächste Gameplay-Videos muss ich mir überlegen. Wing Commander 3 ist noch in der Pipeline, darauf hätte ich richtig viel Lust. Siberia ist noch in der Pipeline und Descent kommt demnächst, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder bei einem dieser Videos mit mir dabei seid und ja, bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen, vielleicht nicht gerade Creature Shock und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder.